So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Heute wird es wieder mal eine kleine Challenge geben zwischen dem Alex vom Kanal Easy Alex und dem Nico vom Kanal Made by Myself. Wir alle drei haben den Couchtisch gebaut und es geht um nichts Geringeres als den coolsten Couchtisch auf YouTube. Und wenn euch interessiert, was ich mir diesmal wieder einfallen lassen habe, bleibt einfach dran. Los geht's gleich nach dem Intro. Ja, diejenigen von euch, die meine Projekte auch auf Instagram verfolgen, werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Ich habe mir hier als Ausgangsmaterial für den Tisch so eine Baumscheibe hier besorgt und die werde ich jetzt erstmal auf eine gleichmäßige Stärke zurechtfräsen. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Oberfläche des Holzes noch ziemlich uneben und hat noch viele Kanten von der Motorsäge. Ich habe die Oberfläche daher mit der Oberfräse abgefräst. Dazu habe ich eine Führungsschiene verwendet, die habe ich mir damals mal selber gebaut. Das ist eigentlich ein ganz einfaches Projekt. Wenn es euch interessiert, schaut einfach mal bei meinen älteren Videos vorbei. Im nächsten Arbeitsgang ging es dann mit dem Schleifen der Oberfläche weiter. Ich habe hierzu einen Exzenderschleifer und Schleifpapier mit den Körnungen 240 und 320 verwendet. So, nachdem ich jetzt hier fast eine halbe Stunde geschliffen habe, schaut die Oberfläche ganz gut aus. Kann man lassen. Ich werde jetzt mit der Gießform weitermachen. Dazu brauche ich erstmal eine Platte mit den Umrissen. Und ja, dazu verwende ich eine Spanplatte und damit machen wir jetzt weiter. Als Bodenplatte für die Gießform habe ich eine beschichtete Spanplatte verwendet. Ihr könnt ja auch andere Holzplatten verwenden, da diese später noch mit Klebeband abgeklebt werden. Ja, die Baumscheibe habe ich mir dann entsprechend ausgerichtet, so wie mein Tisch später aussehen soll, und habe mir die Umrisse angezeichnet. Ja, und die gleichen Umrisse habe ich mir dann nochmal 1 cm größer angezeichnet, da mein Tisch eine transparente Kante von 1 cm haben soll. Im nächsten Arbeitsgang habe ich dann die angezeichneten Umrisse ausgeschnitten. Ich habe hierzu die Stichsäge verwendet, damit lässt sich die Spanplatte problemlos schneiden. So, die Bodenplatte wäre dann soweit fertig. Wir brauchen natürlich auch noch eine seitliche Begrenzung. Die werde ich aus, ja, das ist, glaube ich, Plexiglasfolie oder wie man das nennt. Gibt es in jedem Baumarkt als Meterware. Die habe ich noch übrig von dem alten Betonprojekt. Und die werde ich mir eben in Streifen schneiden und dann hier so seitlich anbringen. Ich werde die ganze Bodenfläche auch noch mit Klebeband abkleben, sodass das Epoxidharz keine Verbindung mit dieser Lackschicht hier eingehen kann. Ja, damit machen wir jetzt einfach mal weiter. Ja, zum Abkleben der Bodenplatte habe ich ganz normales Klebeband verwendet. Es gibt ja spezielles Klebeband für die Epoxidharzverarbeitung, allerdings ist das extrem teuer. Hier kostet die Rolle 5 Euro, das spezielle Klebeband kostet eine entsprechende Rolle um die 30 Euro. Und ja, ihr werdet sehen, es wird auch funktionieren, zudem wird ja zusätzlich noch ein Trennmittel aufgetragen. Ja, die Plexiglasfolie erhaltet ihr, wie schon gesagt, im Baumarkt, gibt es dort als Meterware. Den Zuschnitt habe ich mit einer Richtlatte und einem Cuttermesser gemacht. Das hat einwandfrei funktioniert. Ja, und dann kam die an diesem Projekt für mich mit Abstand nervigste Arbeit. Das war die Befestigung der Plexiglasfolie mit Schrauben. Wenn man mit großen Fingern solche kleinen Schrauben befestigen muss in dieser Anzahl, da kann man durchaus schon mal verrückt werden. So, den Kunststoffstreifen habe ich jetzt angebracht. Das war mit den kleinen Schrauben ein ganz schönes Gefitzel, aber ja, hat funktioniert. Als nächstes muss ich jetzt noch die Fuge zwischen dem Kunststoff und der Bodenplatte abdichten. Die Form muss später komplett wasserdicht sein, weil sonst läuft das Epoxidharz raus und dann gibt es eine riesen Sauerei. Ich werde zum Abdichten jetzt hier Silikon verwenden. Silikon ist normalerweise bei der Verarbeitung von Epoxidharz nicht optimal, aber mit Acryl oder mit der Heißklebepistole bekomme ich das hier jetzt komplett dicht. Ja, damit mache ich jetzt mal weiter und dann ist die Form eigentlich schon gleich fertig.
Ja, im nächsten Arbeitsgang habe ich dann die Oberfläche versiegelt. Ich habe zunächst den Staub entfernt und dann eine erste Schicht Epoxidharz aufgetragen. Warum habe ich das gemacht? Das Holz hat noch ganz minimale Poren, in denen Luft eingeschlossen ist. Und wenn ich jetzt nachher das Harz gieße, dann dreht die Luft nach außen und wird sich dann in Form einer Luftblase im Harz festsetzen, wenn wir Pech haben. Und ja, indem die Poren eben versiegelt werden, lassen sich die Lufteinschlüsse später reduzieren. So, bevor wir jetzt dann gleich mit dem Gießen beginnen können, werde ich noch die Schalungsform, also die Innenseite, mit einem speziellen Trennmittel einsprühen. Das ist ein Trennmittel, das für die Epoxidharzverarbeitung geeignet ist. Ich werde euch das alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, das Trennmittel sorgt eben dafür, dass das Epoxidharz keine Verbindung mit der Schalungsform eingeht und dass sich dann nachher hoffentlich alles wieder ordentlich lösen lässt. Danach machen wir uns dann noch geschwind das Harz an und dann können wir mit dem Gießen weitermachen. Beim Auftrag des Trennmittels gibt es eigentlich nicht viel zu beachten. Es sollte lediglich als hauchdünner Film aufgesprüht werden und danach noch mit einem Lappen, also mit einem Mikrofasertuch, nachpoliert werden. Zum Gießen habe ich mich für das Produkt Epoxyblast 100P von Dippon entschieden. Hierbei handelt es sich um ein Epoxidharz mit einer maximalen Gießhöhe von 10 mm. Das bedeutet, dass ich bei meinem Projekt hier jeweils 2 Gießgänge durchführen werde mit jeweils 1 cm Gießhöhe. Die beiden Komponenten, also das Harz und der Härter, werden dann im Verhältnis 2:1. Das bedeutet 2 Teile Harz auf 1 Teil Härter miteinander vermischt. Und danach wird das Ganze noch circa für 2 bis 3 Minuten gut durchgerührt. Wie ihr sehen könnt, habe ich meinem Epoxidharz noch Farbe hinzugemischt. Hierbei handelt es sich um den Farbton Smoky Black. Das ist ein ganz helles, transparentes Grau. Ja, das wird einfach zugegeben, dann wird alles nochmal gut durchgemischt und dann kann gegossen werden. So, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los mit dem Gießen. Wie bereits erwähnt, werde ich hier beim Gießen in 2 Arbeitsgängen arbeiten. Zuerst den 1. Zentimeter und nach 6 Stunden, wenn das Harz dann leicht angezogen hat, der 2. Zentimeter. Und ja, nach dem 2. Gießgang sollte das Holz dann an der Oberfläche leicht bedeckt sein. Beim Gießen selbst sollte man darauf achten, dass man immer am tiefsten Punkt der Schalung beginnt und den Becher möglichst niedrig ansetzt, damit man nicht noch zusätzliche Luft ins Harz einbringt. Ja, und wenn man dann mit dem Gießen fertig ist und sich an der Oberfläche leichte Luftblasen gebildet haben, kann man diese mit einem Gasbrenner oder mit einem Heißluftföhn entfernen. Ich habe hier einen Heißluftföhn verwendet, weil mir das mit dem Kunststoff an der Seite mit einem Brenner zu gefährlich war. So, der 1. Zentimeter Harz war in der Gießform. Das bedeutet, wir können jetzt erstmal nicht weitermachen, müssen 6 Stunden warten, bis das Harz ein bisschen angezogen hat und dann können wir den nächsten Zentimeter gießen. Ja, ich werde jetzt den zweiten Gießvorgang nicht mehr filmen, das ist genau das gleiche wie beim ersten Mal auch und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 2 bis 3 Tagen wieder, wenn ausgeschaltet wird. Noch kurz was in eigener Sache, wenn euch mein Kanal gefällt, dann dürft ihr jetzt einfach unten auf Abonnieren klicken, dann werdet ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen, seid immer gleich dabei und wir sehen uns gleich wieder zum Ausschalten. So, da bin ich schon wieder, das Harz ist soweit hart, das bedeutet, wir können jetzt ausschalen. Beim zweiten Guss gab es ein kleines Problem, aber davon werde ich euch dann gleich erzählen. Jetzt schalten wir erstmal aus. Ich zeige euch jetzt mal das Problem, was ich beim zweiten Guss hatte. Und zwar seht ihr, dass hier ziemlich viele Luftblasen enthalten sind. Es liegt daran, dass mir beim zweiten Guss diese Seite hier, also das Brett, nach oben gestiegen ist. Ich habe es dann wieder nach unten drücken und fixieren müssen. Dadurch ist dann von unten Luft an den Seiten nach oben gestiegen. Seht ihr jetzt hier die Blasen. Und ja, das Harz hatte zu dem Zeitpunkt schon angezogen, sodass die Luft nicht mehr nach oben entweichen konnte. Jetzt muss ich mal schauen, wie ich das hier korrigiere. Jetzt werde ich erstmal schleifen und dann sieht man weiter.
Was mich im Nachhinein extrem ärgert, ist die Tatsache, dass ich die Luftblasen hätte eigentlich ganz einfach vermeiden können, wenn ich die Holzeinlage einfach von unten mit einer Schraube an der Bodenplatte fixiert hätte oder eben ein Harz mit einer Gießhöhe von zum Beispiel 5 cm verwendet hätte. Ja, bei Harzen mit höheren Gießhöhen ist die Tropfzeit deutlich länger. Das Harz lässt sich dann bis zu 24 Stunden verarbeiten und dadurch hat die Luft dann Zeit, von selbst zu entweichen. Also das bedeutet, dass sich das Harz dann quasi selbst entlüftet. Entsprechende Harze gibt es ebenfalls vom Hersteller Dipon, die werde ich euch mal noch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja, das war jetzt, wie gesagt, mein erster Versuch, so eine Platte in dieser Art herzustellen. Beim nächsten Mal bin ich dann auch schlauer. Im nächsten Arbeitsgang ging es dann mit dem Feinschliff weiter. Ich habe hierzu verschiedene Feinschleifpapiere mit Körnungen von 400 bis 3000 verwendet. Das Ganze habe ich nass geschliffen. Ja, der Feinschliff und die Politur dauern eine Zeit lang bei dieser großen Fläche. Da war erstmal Schleifen, Schleifen, Schleifen angesagt. Aber ich würde sagen, das Ergebnis spricht dann doch für sich. Nachdem ich dann mit dem Feinschliff fertig war, habe ich noch eine spezielle Politurpaste aufgetragen und mit einem Mikrofasertuch eingerieben. Dadurch lässt sich dann die Fläche wirklich auf Hochglanz polieren. Und nachdem die Oberflächenbehandlung dann abgeschlossen war, habe ich noch die Bodenplatte entfernt. Dies ging dank des aufgetragenen Trennmittels und des Kunststoffklebebands eigentlich, wie ihr sehen könnt, ganz einfach. So, der Tisch braucht natürlich auch noch ein paar Tischbeine. Ich habe mir hier für solche Hairpin-Lecks besorgt und die werde ich jetzt mal noch unten ins Holz reinschrauben. So, bevor ich jetzt den fertigen Tisch zeige, noch kurz was zu der Challenge. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass es ein kleiner Wettbewerb wird mit dem Nico von Made by Myself und mit dem Alex von Easy Alex. Ja, wir haben alle drei einen Tisch gebaut. Die Vorgabe war eigentlich nur ein Couchtisch, der nicht mehr als 100 Euro kosten soll, also an Materialkosten und von der Gestaltung her vollkommen frei. Ich bin natürlich jetzt auch mal gespannt, was die anderen gebaut haben. Wir haben das so geplant, dass ihr euch alle drei Videos anschaut, für euch dann den besten Tisch bestimmt und dann auf der Seite vom Easy Alex, also ich werde euch die beiden Kanäle unten verlinken, beim Easy Alex eben abstimmt. Da gibt es dann oben eine Abstimmung, da könnt ihr dann entweder mein Tisch, Nico sein Tisch oder eben Alex sein Tisch auswählen und letztendlich wird dann ein Sieger rauskommen bei der Challenge. Ja, das macht jetzt einfach mal, ihr schaut dann mein Video an und die anderen zwei und stimmt ab. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich gewinnen würde, aber hier steht nicht das Gewinnen im Vordergrund, sondern einfach der Spaß an dem Projekt. Und das war gegeben. Ich habe bei diesem Projekt wieder viel gelernt. Ja, ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch in Zukunft weiterhin zuschaut. Wenn euch meine Videos gefallen, dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen, einen Kommentar schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst wieder bei neuen Videos. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao!